Guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen an der Landesverteidigungsakademie am Institut für höhere militärische Führung. Mein Name ist Oberst Berthold Sandner und ich bin der Referatsleiter des Referats Führungslehre an diesem Institut. Worüber uns wir in den nächsten Minuten unterhalten wollen, ist der Krieg in der Ukraine. Und zwar genau über Führung und Führungsfähigkeit als den entscheidenden Faktor in einem Umfeld, das durch Dynamik, Unvorhersehbarkeit und Komplexität geprägt ist. Lassen Sie uns nun einige Beobachtungen im Bereich der Führung machen. Ich möchte mit der russischen Seite beginnen und dort genauer mit dem Kommandantenverhalten der russischen Kommandanten. Die russischen Kommandanten folgen offensichtlich dem Prinzip des Führen von vorne. Selbst höchste Dienstgrade bis in die Generalränge werden direkt an der Front angetroffen. Die russischen Kommandanten befinden sich auch dort, wo das Schwergewicht der Kräfte ist, also wo die Entscheidung gesucht wird. An und für sich ist das nicht ungewöhnlich. Was allerdings schon ungewöhnlich ist, dass sehr ranghohe russische Kommandanten sehr unmittelbar dort sind, wo das Gefechtsgeschehen stattfindet und sich dadurch natürlich auch gefährden. Warum ist das so? Hierüber können wir nur mutmaßen. Es gibt allerdings einige Indizien, die dafür sprechen. Der Misserfolg der gesamten Operationsführung, so dass auch ranghohe Kommandanten genötigt werden, unmittelbar an der Front Einfluss zu nehmen. Gepaart ist das Ganze mit einem möglichen Vertrauensmangel quer über die gesamte russische Führungshierarchie, so dass Kommandanten wieder vorne Einblick und Einfluss nehmen müssen, weil sie ihren Untergebenen nicht vertrauen. Und ein weiterer Aspekt könnte oder dürfte die schlechte Moral der gesamten russischen Streitkräfte sein. Wiederum sind hier hochrangige Kommandanten dazu angehalten, durch ihr persönliches Erscheinen an der Front diese schlechte Moral zu heben. Was manifest scheint, sind die Probleme in der Führungsunterstützung auf russischer Seite. Das bedeutet das Herstellen einer gesicherten Verbindung zwischen Kommandanten, Gefechtsständen und anderen Führungseinrichtungen. Deswegen sind russische Kommandanten auch sehr viel dazu angehalten, ungeschützte Kommunikationsmittel wie Mobiltelefone zu nehmen, zu verwenden und können daher auch leicht aufgeklärt werden. Lassen Sie uns nun auf die ukrainische Seite blicken. Hier ist das ausgezeichnete Lagebild als wesentlicher Pro-Aspekt für die ukrainische Führung anzusprechen. Offensichtlich wird sehr viel Satelliten- und Luftaufklärung betrieben. Gar nicht mit ukrainischen eigenen Mitteln, sondern mit Unterstützung und Rückgriff auf NATO-Assets. Insbesondere scheint im Bereich der Satelliten- und Luftaufklärung die Unterstützung durch die USA manifest zu sein. Außerdem sogenannte SIGINT, Signal Intelligence, also die Möglichkeit, elektronische, elektromagnetische Signale zu orten, Standorte festzustellen, Inhalte abzuhören und damit auch russische Kommandanten am Gefechtsfeld orten zu können. Hierzu kommt die Beeinträchtigungsfähigkeit, also die Möglichkeit, russische Führungsunterstützungsmittel zu stören oder zu unterbrechen. Und last but not least auch eine entsprechende Wirkfähigkeit, um dieses Lagebild auch auszunutzen. Was bedeutet es nun auf dem Gefechtsfeld? Wie Sie hier an dieser Grafik sehen können, sind inzwischen bis zu einem Viertel der Top-Führungskräfte, das sind Generalsränge, im Einsatzraum der Ukraine ausgefallen. Also von etwa 20 eingesetzten russischen Generälen sind zumindest 5 inzwischen gefallen. Beispielsweise der Kommandant und der Chef des Stabes der 41. Armee. Das ist eine Armee, die im Norden im Bereich Kharkiv eingesetzt wird, wodurch diese Armee komplett führungslos wurde. Der Kommandant der 29. Armee, der im Nordwesten der Ukraine eingesetzt ist, sowie der Kommandant der 150. Schützendivision, der am 15.3. in Mariupol direkt an der Front gefallen ist, und der Kommandant der 8. Armee, der ebenfalls erst letzten Samstag am 19.3. im Süden gefallen ist. Zusätzlich dazu sind mindestens 13 Oberste, das sind Kommandanten von taktischen Bataillonskampfgruppen, Fernmeldeverbänden oder anderen Einheiten inzwischen gefallen. Was heißt das nun aus Sicht der Führung? Das heißt Folgendes, dass auf russischer Seite ein ganz wesentliches Führungsprinzip, nämlich die eigene Führung zu schützen, offensichtlich nicht erfüllt werden kann. Auf der ukrainischen Seite ein genauso wesentliches Führungsprinzip, nämlich die Führungsfähigkeit des Gegners zu beeinträchtigen, zu minimieren, offensichtlich sehr, sehr erfolgreich betrieben wird. Jetzt könnte man sich fragen, ob es Zufall ist, dass so viele russische Führungskräfte ausgeschaltet werden. Nein,
Hierzu, um Prioritätsziele festzulegen und Führungskräfte, Gefechtsstände, Führungseinrichtungen sind nun einmal Prioritätsziele, gibt es ein international standardisiertes Verfahren, das sogenannte Targeting-Verfahren, das ich nun ganz kurz erläutern will. Das Targeting-Verfahren ist ein Verfahren zur Festlegung und Bekämpfung von Prioritätszielen und gliedert sich in 4 Phasen. Die grüne Phase entscheiden, wo Prioritätsziele festgelegt werden, zum Beispiel Kommandanten oder Führungseinrichtung. Die gelbe Phase aufklären, detect, wo genaue Lage- und Zieldaten dieser Prioritätsziele festgestellt werden und diese Ziele auch getrackt, also verfolgt werden. Geht über in die blaue Phase wirken, deliver, wo eine entsprechende Waffenwirkung auf diese Ziele ausgeübt wird, um dann in der roten Phase Wirkungsaufklärung, assess, festzustellen, ob diese Wirkung auch im Ziel gelegen ist. Falls sie nicht im Ziel gelegen ist, geht es weiter mit der Phase Aufklärung und erneuten Wirkung. Wie nun dieser Targeting-Zyklus anhand eines generischen Beispiels in der Ukraine stattfinden könnte, mag ich Ihnen auf der nächsten Folie zeigen. Stellen Sie sich folgendes Gefechtsbeispiel vor. Eine russische motorisierte Schützenbrigade, hier die 2. motorisierte Schützenbrigade, rot eingezeichnet, am rechten Bildrand zu sehen, hat einen Geländeabschnitt in der Ukraine eingenommen und sich dort zur zeitlich begrenzten Verteidigung eingerichtet. Eine ukrainische Gegenangriffskraft, hier als Division eingezeichnet innerhalb der ukrainischen Flagge, hat den Auftrag, in dieses Dispositiv einzubrechen und den eingebrochenen Feind zu zerschlagen. Nun erfolgt die Phase Entscheiden Decide und seitens ukrainischer Seite wird beurteilt, welche Ziele in diesem russischen Dispositiv Hochwertziele und Prioritätsziele darstellen, nämlich Ziele der Lokalisierung und Bekämpfung wesentlichen Erfolg der eigenen Einsatzführung beeinflussen. Hierzu wird festgestellt, dass der Gefechtsstand der 2. motorisierten Schützenbrigade auf russischer Seite so ein Prioritätsziel darstellt. Wir sind jetzt in der grünen Phase Entscheiden. Sie sehen diesen Gefechtsstand blau eingeblendet. In der nächsten Phase Aufklärung, gegebenenfalls unter Rückgriff auf Satellitenaufklärungsmittel mit Unterstützung der USA möglicherweise, werden nun die genauen Lage- und Zieldaten dieses Gefechtsstands festgestellt, um in der nächsten Phase, blau, Wirken Deliver, möglicherweise unter Einsatz einer Drohne genau jenen Gefechtsstand auszuschalten. Und dann anschließend in der roten Phase Wirkungsaufklärung Assess, möglicherweise wieder mit Satellitenaufklärung oder mit anderen bodengebundenen Aufklärungsmitteln, den Erfolg festzustellen. Offensichtlich sind die ukrainischen Kräfte in diesem Targeting-Zyklus, insbesondere was das Ausschalten von Führungskräften und Gefechtsständen betrifft, sehr, sehr erfolgreich, wie die vorherigen Folien mit den hohen Ausfällen von Kommandanten auf russischer Seite uns bereits gezeigt haben. Was bedeutet das nun? Was hat das für Auswirkungen auf die russischen angreifenden Kräfte? Die russischen Kräfte sind durch das Ausschalten wesentlicher Elemente der Führung mitten ins Herz getroffen, könnte man sagen. Es sind einerseits sehr viele einsatzerfahrene Kommandanten verloren gegangen und darüber hinaus wesentliche Führungseinrichtungen zerschlagen worden. Was bedeutet dies nun zusammengefasst? Zusammengefasst bedeutet das eine deutliche Reduktion der Führungsleistung auf russischer Seite. Einerseits führt der Verlust vieler einsatzerfahrener Kommandanten dazu, dass die Qualität der Führungsentscheidungen sinkt. Andererseits führt die Zerstörung von wesentlichen Führungsentscheidungen dazu, dass auch die Geschwindigkeit der Aufbereitung von Führungsgrundlagen und damit die Geschwindigkeit von Führungsentscheidungen sinkt. Zusammengefasst bleibt zu beobachten, ob all diese Geschehnisse eine Anpassung der russischen Führungsprinzipien mit sich bringen. Zum Beispiel was die Lage von Gefechtsständen betrifft, was den Einsatz von Kommandanten direkt an der Front betrifft oder was insbesondere den Schutz von Führungseinrichtungen und Kommandanten betrifft, wie zum Beispiel das Nichtverwenden ungeschützter Mobiltelefonie und dagegen das Verwenden geschützter Kommunikationsmittel. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.